Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück. So, wir sind aus dem Lagerhöhle raus und gucken jetzt mal, wir haben ein Geowatz gehört und schauen mal, was da los ist. Moment mal, sind das nicht Rachel, Jessica? Tim, warte, dieser Kerl. Oh oh. Ist ein Typ in Schwarz. Looks like I got what I was after. Now I just need to capture that detective duo. I've already given you the research data. Just leave us alone. What did you say? You've got a lot of nerve making demands of Unitas. Unitas? Been waiting for you, great detective. Now you're dealing with an elite. Golem, attack! We're up, Pagaro! Oh Gott, okay, ja. Okay, wir drücken wieder. Ohne Ende. Okay, das geht ein bisschen besser. Okay, wir haben es geschafft. Just get that thing off. Pagaro, hold on a little longer. Oh oh. Ach du je, ja klar. Oh, ups. Entschuldigung, ich wollte wieder einfach drücken. Ach du Kacke. Okay. Hast du's? I did it! Er hat's geschafft. Unfassbar. Und er lebt noch. Oh no. Lauf! Roll doch, Geowatz, ein bisschen schneller. Great. Puh, das war ganz schön heikel. Zum Glück ist er weg. Pikachu, Pandagro. Das war ein ziemlich harter Gegner. Seid ihr beide okay? Ach, das war doch gar nichts. Stimmt's, Pandagro? Pandagro. Ha, ich glaube, ihr würdet mit fast allem fertig werden. Rachel und Jessica scheinen auch okay zu sein. Zum Glück. Wir sollten mit ihnen reden. Okay, wo sind die denn? Wartet. Ja. Haben wir sonst noch was hier? Nö. Nur dich da hinten. Der sieht ein bisschen betröppelt aus. Yes. Are you okay? Yeah. I'm fine too. Oh, sie hat eine süße Mauzi-Katze-Kette. But they stole something really important. Wieso hatte sie eigentlich die Forschungsdaten bei sich? Das ist eine gute Frage, ne? Der Typ in Schwarz eben. Es klang so, als wäre er von einer Organisation namens Unitas. Unitas? Was soll das sein? Er wusste jedenfalls, dass ich etwas Wichtiges besitze. Was hat das alles zu bedeuten? Atmen, Jessica, alles okay. Du bist jetzt in Sicherheit. Ich kann nur nicht glauben, dass das wirklich passiert ist. Ich verstehe, dass es unangenehm ist, darüber zu reden, Jessica, aber kann ich dich was fragen? Ja, das wird schon gehen. Was weißt du über Unitas? Excuse me? Der Mann mit der schwarzen Uniform hat von Unitas gesprochen. Kannst du mir sagen, was es damit auf sich hat? Ja, erinnerst du dich an das Projekt, von dem ich erzählt habe? Das Emma zusammen mit dem Labor in Rhyme City ins Leben gerufen hat? Der Name dieses Projektes lautete Unitas-Projekt. Was? Sie haben denselben Namen? Das hat mich auch überrascht. Aber warum? Warum benutzen Sie den Namen von Mamas Projekt? Jessica hat uns doch gesagt, dass das Projekt abgebrochen und das Labor geschlossen wurde. Vielleicht hat dieser Typ früher im Labor gearbeitet. Erinnerst du dich an ihn, Jessica? Nein, ich habe ihn noch nie zuvor gesehen. Aber er hat gewusst, wer ich bin. Also war der Kerl in Schwarz von dieser Unitas-Organisation. Das alles kann kein Zufall sein. Stimmt, da steckt mehr dahinter. Was ist diese wichtige Sache, die Unitas dir gestohlen hat? Excuse me? Jessica, was hat der Unitas-Typ dir gestohlen? Forschungsdaten. Emma hatte sie im Labor gesammelt. Was? Du hast die einfach so mit dir herumgetragen? Gute Frage. Meine Frage. Ja, auf einem USB-Stick. Das war so eine Art Glücksbringer für mich. Aber warum? Wolltest du ihre Forschung irgendwann fortsetzen? Nein, ganz im Gegenteil.
Diese Forschungsdaten sind eine Gefahr für Menschen und Pokémon. Ich wollte die Daten bei mir behalten, um diese Gefahr abzuwenden. Ich kann nicht glauben, dass meine Mutter an so etwas geforscht hat. Bei der Forschung selbst ging es darum, wie Menschen und Pokémon in Einklang miteinander leben können. Emma hat sich besonders auf mögliche Interaktionen zwischen dem Bewusstsein von Pokémon und dem von Menschen konzentriert. Doch dann machte sie im Zuge ihrer Forschung eine unerwartete Entdeckung. Sie fand heraus, wie Menschen die Kontrolle über das Bewusstsein eines Pokémon übernehmen oder sogar ihr eigenes Bewusstsein damit verschmelzen konnten. Das klingt ja furchtbar. Das dachte Emma auch. Deswegen hielt sie ihre Daten vor allen anderen im Labor geheim. Ich war die Einzige, der sie gesagt hat, wo sie die Daten aufbewahrt. Sie muss dir wirklich vertraut haben, Jessica. Ja, aber ich habe die Daten nicht vollständig verstanden. Das war zum Teil etwas zu hoch für mich. Als das Labor nach dem Vorfall mit A geschlossen wurde, habe ich die Daten mitgenommen. Und jetzt hat sie dieser Unitas-Handlanger. Ich hätte die Daten längst löschen sollen, aber ich habe es einfach nicht über mich gebracht. Schon okay, ich kann dich verstehen. Mama hat dir viel bedeutet und du wolltest eine Erinnerung an sie. Ja, ich danke dir, Rachel. Unitas muss gewusst haben, worum es bei den Forschungsdaten ging. What do you think, Tim? Jessica sure gave us a lot to consider, huh? No kidding. So, she was attacked by people who were after Emma's research data. And they called themselves Unitas, the same name as Emma's project. Which means, if we head to the lab... My thoughts exactly. This mystery's been twisty, but I think we're starting to get it. You're right. I suspect that... Wait, Tim. Just a second. I'd like to back up our theory a bit more before we go and get too excited. How? We'll start tomorrow morning by organizing all the information we've collected up to now. Okay. Okay. Tun wir das? This view of the bamboo forest is reminding me of Harry all over again. Did you and my dad come out this way too? Sure did. This is where me and Harry faced down a rampaging Lairod together. Good times. That's wild to think about. You and my dad were right here, huh? Yeah, and it wasn't a cakewalk, let me tell you. Yeah. Ich habe die beiden Verdächtigen im Bambuswald gefunden. Ich wollte sie zur Rede stellen, aber das hat nicht geklappt. Ich habe versucht, mit Harry zu reden, aber er hat mich nicht verstanden. Die beiden sind weggelaufen und dann hat Steurak uns angegriffen. Ist Steurak wegen A durchgedreht? Ja, das wusste ich zwar. Da wusste ich zwar noch nichts über A, aber die Ampulle, die ich gefunden hatte, war ein wichtiger Hinweis. Aha, lass mich noch was nachfragen. Was hast du damit gemeint, als du gesagt hast, du hättest versucht, die Verdächtigen zur Rede zu stellen? Ich wollte erstmal mit ihnen reden, um ihnen auf den Zahn zu fühlen. Einfach losstürmen schien mir nicht so eine gute Idee. Sie haben sich dumm gestellt und behauptet, dass sie Bambussprossen sammeln. Ja, bestimmt. Und dann haben sie etwas A eingesetzt, um Steurak durchdrehen zu lassen. Was ist los, Tim? Du hast A doch nicht etwa vergessen, oder? Was ist denn? Also, lass mich nochmal nachhaken. Du wolltest sie zur Rede stellen. Ja, natürlich. Tim, komm schon langsam drauf. Langsam, jetzt hat Jessica auch noch was ganz Wichtiges zu dir gesagt. Du schaffst das, Tim. Ich glaube an dich. Pikachu sagte, dass er versucht hat, die zwei verdächtig wirkenden Männer zur Rede zu stellen. Aber Dad war doch auch dort, oder? Wieso war es dann Pikachu, der versucht hat, mit ihnen zu reden? An dieser Geschichte ist noch etwas seltsam. Wenn ich sie nochmal durchgegangen bin, werde ich versuchen, ein paar Dinge mit Pikachu zu klären. Okay, wie konnte Pikachu die zwei Männer zur Rede stellen? Finde heraus, was an dieser Geschichte nicht stimmt. Also, an der Geschichte von Pikachu eben war wieder etwas seltsam. Ich muss gut nachdenken, um herauszufinden, was genau es ist. Die zwei verdächtigen Männer konnten Pikachu verstehen. Für gewöhnliche Menschen klingt Pikachus Stimme wie der Ruf eines Pokémon. Umso verwunderlicher, dass die beiden Männer auf Pikachus Worte reagiert haben. Die verdächtigen Männer haben nicht auf Pikachu gehört. Es ist seltsam, dass die zwei verdächtigen Männer nicht auf Pikachu gehört haben, wo er doch sonst überzeugend sein kann. Pikachu hat ganz plötzlich mit den beiden verdächtigen Männern gesprochen. Es ist seltsam, dass Pikachu mit den verdächtigen Männern geredet hat, ohne vorher Rücksprache mit der zu halten und sich zu überlegen, wie man die beiden Dinge festmachen kann. Das da? Ich
Ich weiß gerade noch nicht. Ich bin gerade verwirrt. Nee, ne? Dann nehmen wir mal das erste. Wartet. Ja, ja, ja. Manchmal check ich nicht ganz, was ihr von mir wollt. Okay. Oh. Natürlich. Ich bin der Einzige, der versteht, was Pikachu sagt. Wie hätte er also mit den verdächtigen Männern reden können? Vielleicht hat Dad mit ihnen geredet und Pikachu hat etwas durcheinander gebracht und jetzt denkt er war es, der mit ihnen geredet hat. Ja. Pikachu, can I have a word with you? Have a word? What's this about, Tim? If you don't mind, I'd like to talk to you in private. In that case, let's chat in there. Okay, gehen wir ins Hüttchen. Bambusstraße, Kohlehütte im Bambuswald. So, what's so important that we need to talk alone? Oh, do you need relationship advice? Uff. Yeah, you wish. Ever since we got to this area, you've been acting really strange. You think so? I guess all those memories rushing back jumbled my brain. Well, let's start unjumbling it then. Sounds good to me. Where should we start? Okay, let's go in chronological order. When my dad came here, do you remember the first thing he did? Well, Harry came here to investigate the Berserk Pokemon incident. But the gate to the bamboo forest was locked, so I had to borrow the key. After that, we had our fateful encounter. Don't you find that a little unusual? Okay, Pikachu behauptet, sich den Schlüssel geliehen zu haben. Das erste, nee, aber es war überhaupt kein Schlüssel nötig. Aber es war Dad, der den Schlüssel geliehen hat. Aber er hat den Schlüssel auf dem Boden gefunden. Aber er hat den Schlüssel einfach genommen, ohne zu fragen. Es war Dad. You never met my dad before you crossed paths in the bamboo forest, right? Yep, that's right. In that case, don't you think it's strange? I mean, how could you even know about what happened before you met my dad? Huh? Now that you mention it, that is strange. Mhm. Maybe I heard from Harry? After that, you helped pinch him in the bamboo forest? Yeah. I was by his side the whole time, protecting him until his injury got better. Tracking down the medicine was tough. But how is that possible? Pikachu behauptet, er sei bei Pampam geblieben. Aber wie konnte er dann nach Medizin suchen? Hatte er die Medizin also bereits bei sich? Hat Pampam ihn bei seiner Suche nach Medizin also begleitet? Aber wie konnte er Pampam dann beschützen? Das da? Nee, ne? Okay, wartet. Ja, ja, ist okay. No, that's not conclusive. Ist okay, ja, ja. Pikachu's contradicting himself somehow, isn't he? Ja, ich weiß. I'm sorry. I'm sorry. Das da wollte ich machen, ne? Ja, ich hab die Zeile. Pikachu, Entschuldigung. that doesn't make sense. If you were with Pancham the whole time, you couldn't have gone looking for medicine. Huh? I could have sworn I stayed with him. Maybe I left once to go look around for some medicine? After Pancham recovered, do you remember what happened next? Yeah. I heard a Pokemon roar from somewhere way off in the forest. I saw some Pokemon fleeing, so I figured there was something beyond the boulder. And then what? I climbed the boulder and continued on. And then I followed Harry and climbed the boulder too? Just as I thought. Your memories have gotten all mixed up.
Pikachu behauptet, auf einen Felsen geklettert zu sein, um meinem Dad zu folgen. Ist Pikachu überhaupt dazu in der Lage, einen Felsen hochzuklettern? Gab es also 2 Felsen? Gab es überhaupt Felsen, auf die er klettern konnte? Ist er also den Felsen zweimal hochgeklettert? Pikachu. If what you said is correct, wouldn't that mean you climbed the boulder twice? That's what I said, but... maybe I got mixed up because I saw Harry climb it? As you went deeper into the bamboo forest, what did you find? I came across a suspicious duo with a lair on. And I remember calling out to them. I shouted something like, "Excuse me, what are you doing here?" They tried to play dumb, and then the Lairon suddenly came charging at us. Wait a second. That doesn't make sense. Genau, Pikachu behauptet, mit dem verdächtigen Duo gesprochen zu haben. Kannte Pikachu die beiden also? War Pikachu also dazu in der Lage, mit anderen Menschen zu kommunizieren? Hat Pikachu also noch vor Dad mit ihnen gesprochen? Hatte Pikachu also keinen Heure-Pika-Moment? That suspicious duo. Isn't it strange that they could understand what you were saying? Yeah, I guess you have a point. Maybe Harry said it for me? So, the two of you escaped from danger and decided to become partners. That's when you received the hat, right? Yeah. I gave this hat to Pikachu as a gift. And Harry put it on my head? Pikachu behauptet, er habe die Mütze verschenkt. Er hat sich die Mütze also selbst geschenkt. Es gab also 2 Pikachu. Aber es war mein Dad, der die Mütze Pikachu geschenkt hat. Es gab also noch eine Mütze. Das hier. Oh, es hat gespeichert. You say you got the hat from my dad, but you also gave it to Pikachu? That's right. How strange. I'm starting to remember more. This whole thing started with that car accident. I remember driving my car that day with my partner, Pikachu. Suddenly, the brakes failed and we crashed in a valley. And then I got thrown out of the car. Everything started to fade, and I blacked out. All I remember is Pikachu desperately crying for help. But, of course, these memories up to that point were Harry's. What is the matter? You do not appear to be injured. It is too late for him. He is fading as we speak. You would go that far? I will need your physical form to save him. Oh, jetzt kommen wir drauf, Even I oder? cannot say for certain what will happen. Knowing this, do you still wish to save him? Oh, dieses kleine Pikachu. Very well. So herzzerreißend. However, I have one condition. My cells are being used by some humans for nefarious ends. I want you to retrieve them for me. The fate of this human rests in the strength of your bond with him. Now. Anyway, that's what went down between me and Mewtwo. It sounds to me like Dad and Pikachu had a really strong bond. Yeah. By the way, Tim,
don't you want to know what me and Mewtwo talked about after the ER incident? Huh? You remember what happened then, too? Yeah, I remember it like it was yesterday. Crystal clear. Okay. Interessant. After we solved the R case, I went out to that alley to meet up with Mewtwo. Here you are, just like I promised you. Indeed. Thank you. So, that means it's my turn now. Before we proceed, there is something we must discuss. Oh yeah? Don't tell me you can't do it now. Right now, Pikachu's consciousness and your human consciousness coexist within you. It is a miracle that this balance has endured as long as it has. I can only imagine that your trust in one another has made this possible. If I were to forcibly separate the two... You're saying you can't guarantee that I'd survive that? Correct. I would say you have a 50% chance of survival. We don't have much time. Have you decided on which one to choose? Yeah, I've made up my mind. I'll take my chances with that 50%. So be it. Hey, wait a second! When you say I might not survive, do you mean just me, or Pikachu too? Your fate and Pikachu's are inextricably intertwined. Then I can't afford to leave this up to chance. Sorry, can you wait before making me human again? Please. I'm sure Tim will figure something out. Besides, I'd like to be here and watch him grow up. I'm sorry, Tim. Can't come home just yet. Very well. However, because you used a move earlier, you are now in a precarious situation. If your human consciousness remains this strong, Pikachu's will disappear. Oh. Then what can I do? I will restore the balance between your consciousnesses, and you will forget what you now remember. Ah, so ist das passiert. Okay. Okay, ja. Amnesia again? Ich hab Hey, mich schon wait! gewundert, ein If you bisschen. do that, how am I supposed to tell Tim I'm... All this time I've been looking for my dad. And all along, you've been right beside me. I'm sorry. I should have realized it sooner. You think that's why we could understand each other? Yeah, that really should have been our biggest clue, huh? After all, you're my own flesh and blood. You've really grown up, Tim. You finally found me. Thank you. Ja, wir haben Harry gefunden. Wundervoll. Ach, wie schön. Jetzt wäre es uns nicht schon vor 10 Folgen klar gewesen. Should I call you Dad? Wäre ein bisschen auffällig, you're oder? my dad, but you're a Pikachu too. Yeah, it'd be weird if someone overheard you. Pikachu is fine for now. Huh? Just until I'm back to normal. Yeah, sounds good, Dad. I mean, Pikachu. I'd better get back to normal soon, for everyone's sake. Thanks to my dad's strong bond with Pikachu, Mewtwo was able to save his life. But our work isn't finished just yet. The name of Emma's project was Unitas, the same name as the organization. We need to investigate the Unity Lab next. Das klingt nach unserem letzten Fall, oder? Würde ich fast schätzen. Gucken wir mal. Gucken wir mal, wie lange wir noch haben. Ich meine, immerhin haben wir jetzt herausgefunden, dass Pikachu Harry ist. Am nächsten Morgen in Tims Apartment. Today is the last day of Pokemon Friendship Week.
A variety of events are being held across the city to celebrate. And tonight, Mayor Myers will unveil what he calls a revolutionary device that will make Rhyme City proud. Expectations are high for this device, which is meant to bring people and Pokemon closer together. Tonight, huh? Do you think Mayor Myers is really connected to Unitas? Das werden wir herausfinden. Well... Es gibt nur einen Weg, um das herauszufinden. Wir müssen den Bürgermeister persönlich fragen. Lass uns nochmal durchgehen, was wir bisher alles in Erfahrung gebracht haben, Tim. Okay. Eine Organisation hat Mewtwo angegriffen und dabei meinen Harrys Körper gestohlen. Diese Organisation hat auch Würfelgeräte an Pokémon befestigt, um diese für ihre niederträchtigen Zwecke zu benutzen. Genau, und diese Organisation nennt sich Unitas. Denselben Namen hatte auch Emma, Rachels Mutter, ihrem letzten Projekt gegeben. Das Unitas-Projekt. Der gemeinsame Name sowie die beteiligten Personen legen nahe, dass irgendein Zusammenhang zwischen Emmas Projekt und der Organisation besteht. Und was das Labor betrifft, das dazu in der Lage ist, komplizierte Apparate wie die Würfel in großer Stückzahl zu produzieren, die Einrichtung, in der Emma gearbeitet hat, ist wohl der einzige Ort, an dem so etwas möglich wäre. Ist die nicht schon seit langem außer Betrieb? Anscheinend nicht. Was soll das heißen? Angeblich sollen dort in letzter Zeit immer wieder einige Leute ein- und ausgegangen sein. Wo hast du das denn bitte schön gehört? Tim. Ist dir eigentlich klar, wie lange ich bereits als Pokémon in Rhyme City lebe? Dank der vielen Pokémon, die wir im Laufe unserer Ermittlungen kennenlernen durften, habe ich überall Augen und Ohren. Verstehe. Und da du nun auch wieder über die Erinnerung von meinem Dad verfügst? Jupp, so konnte ich diese Information mit allem, was wir bislang in Erfahrung gebracht haben, kombinieren. Glaub mir, das Labor ist voll betriebsfähig. The abandoned Pokemon Unity Lab. I bet we'll find all the answers there. Don't forget, we also need to get Dad's body back. Right. It's gonna be a long day. Make sure you're all prepped, Tim. Machen wir. Na klar. Okay, da würde ich aber sagen, das war's für heute. Endlich haben wir es geschafft. Endlich kam Tim drauf und Pikachu auch. Dass Harry die ganze Zeit bei uns war. Sehr schön, sehr schön. Ja, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß dabei. Ich auf jeden Fall schon. Es war sehr, sehr interessant heute. Ich fand es sehr cool, dass das alles auch wirklich in dieser Cutscene gemacht wurde. Das war irgendwie, hat mir gefallen. Ja, dann danke ich hier wieder allen fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also bis dann. Tschüssi.